Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Beta von Kingdom Come Deliverance. Nachdem wir in der letzten Folge hier in Samopesh für Ruhe und Ordnung gesorgt haben, wollten wir ja eigentlich uns auf die Suche nach dem verlorenen Schwert machen. Ich habe es in der Zwischenzeit versucht und es scheint, als ob es nach aktuellem Stand nicht erfüllbar ist. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert, ja, jetzt kann ich ihn leider nicht zeigen. Der eine Händler, oder besser gesagt, hier aus diesem Lager, der eine Kerl, der für das Warenlager zuständig ist, ist tatsächlich laut Berichten der Dieb. Eigentlich müsste es so sein, dass er irgendwann im Laufe des Abends nach Samopesh läuft, dort in der Taverne sitzt, oder besser gesagt vor der Taverne sitzt, da geht er wirklich nicht wirklich einer rein, und man ihn dort nochmal ansprechen kann und andere Gesprächsoptionen hat. Er geht leider jetzt hier in diesem Stand nicht dahin. Ich habe ihn die ganze Nacht beobachtet, neben ihm gestanden, kleinen Zeitsprung hier, kleinen Zeitsprung da. Das Einzige, was er zwischenzeitlich macht, ist sich was zu essen holen, und dann wieder an seinen Karren da zurückzugehen. Also der Kerl schläft noch nicht mal. Es scheint alles ein bisschen buggy zu sein. Schade. Können wir diese Quest leider nicht erfüllen. Aber heute soll es dann dafür weitergehen mit der Hauptquest auf der Fährte, dass wir den Kollegen Stinker aufspüren. Dafür müssen wir wieder einmal zurück nach Talmberg und hoffen, dass wir da irgendwas Wertvolles an Hinweisen finden. So, Pferdchen, vorwärts. Vollgas. Pferd ist aus der Puste. Armes Tierchen. Oh, ist schneller. Wir haben doch keine Zeit. Wobei, Zeit haben wir genügend. Der Tag hat gerade ganz frisch angefangen. Es ist inzwischen in etwa 7 Uhr morgens. Das passt. Da geht einiges. Und da ist die Stadt auch schon in Sicht. Oder das Dorf, besser gesagt. Ja, jetzt werden wir mal schauen, wen wir denn da so befragen können. Und ob wir da vielleicht auch irgendwelche sinnvollen Händler finden. Vielleicht auch jemanden, der uns was beibringen kann. Das mit dem Schmieden würde mich sehr interessieren. Ich meine, den Hammer haben wir... Hammer. Den Hammer haben wir uns ja das letzte Mal gekauft. Haben wir doch, oder? Hammer, da. Und damit lässt sich doch mit Sicherheit auch irgendwas anfangen. Talmberg. Bauernhof. Bin ich los hier? Jemand zu Hause? Eventuell ist es zu früh. Ich meine... Naja, 8 Uhr, also so langsam sollte jetzt hier schon jemand... Da, den fragen wir. Ich stecke fest. Da es sind sogar 2. Na komm, was hast du zum Stinker zu sagen? Stinker. I'm looking for some fellow they call Riku. Jesus, who wouldn't know Hinnock? Hinnock? That's his real name. I doubt he likes his nickname much. No, I don't suppose he would. Where would I find this Hinnock? Try his folks' house. If you have the nerves for it. The old Tanner's a grouchy curmudgeon. Ein grantiger Griesgram. Weshalb wird er denn Stinker genannt? Das ist doch die Frage, die, glaube ich, hier alle am meisten Why do interessiert, they oder? call him Riki anyway? Why do you think? Because he's a Tanner, of course. Was ist sein Vater für einer? What's the Tanner like? Hinnock's father? The less I see of him, the better. He's not exactly pleasant company. Gerade ein Level-Up in Überredungskunst bekommen. Also das bekommt man scheinbar durch ganz normales Reden. What can you tell me about this Hinnock?
What can I tell you? No, he's none too popular. No one cares to talk to him. Why not? Well, I don't know, but I heard he goes around with dubious people. Warum mögen ihn die Why Leute don't nicht? people like him? Whatever the old tanner is like, a son should never let his father down. He does nothing to help, either at home or in the village. He's always roaming around somewhere. Ein Rumtreiber. And does nobody at all talk to him? That harlot Adela hangs around with him, of course. Harlot? She works as a bathhouse wench. Same thing. Eine Zauberdirne, so Badehaus. Wo ist... Ja, das Where's Badehaus. the bathhouse? Beim Fischteich. Vorplatz ist ein großes weißes Zelt. Ja, das wird unsere nächste Adresse sein. Where does the tanner live? Ganz am Ende des Dorfes. Das letzte Haus auf der linken Seite am Ufer. Okay, aber zuerst suchen wir das Badehaus. So, wo ist denn jetzt hier der See? Hallo? Da! Ich glaube, diese weißen Zelte hier oben, da müssen wir hin. Pferdchen? Rückwärts ausparken. So. Ja, hier rechts über den Fluss und dann geradeaus. Nee. Links. Oh, zu weit zurück. Zurück. So. Hier müssen wir jetzt richtig sein, oder? So, wie heißt sie? Adele? Ach, egal. Wir werden sie finden. So, jetzt laufen sie alle vor mir weg. Hier war doch gerade eine Frau. Ich höre plätschern. Hey, stopp. Halt. Wo ist... Toll, ich bin schon da. Über Can you tell me Tallenberg. something about Tarnberg? What's it like here? Ja. I Stinker, heard weißt you've du been was? seeing Hinnock the tanner. So Oh. what? Come to preach Das ist to sie me, sogar. have you? That I'm a loose woman, a sinner? That I seduce decent men, huh? Look, I don't care what you do. That's your affair. I just want to ask about something. I'm glad to hear it. Some folk don't care for the way I make a living. I can imagine. So, what about you then? You look a bit careworn. A bath with a bit of company might do you good. Später vielleicht. Maybe Später. later, sweetheart. Right now, I have some questions to ask. Ask away. Wo steckt Heineck? Ja. Where can I find Hinnock? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do that often? From time to time. What the hell does he get up to there? I don't know. Ja, meine grottenschlechte Überredungskunst. Oh. Hier, komm. Goes to the woods from time to time. That smells fishy. What do you mean? There's no law against it, is there? With all the footpads, pillagers, humans, and God knows what kind of vermin around, I'd say that's pretty suspicious. But Hinnock certainly has nothing to do with those people. Then what does he do there? I don't expect he's gathering mushrooms. Mushrooms? No. More like hares or other game. So Hinnock is a poacher. That doesn't surprise me much. Well, he was never one for an honest trade. Do you know exactly where he goes? Maybe he has some favorite spot he might have told you about.
He said he has some hideout in the woods, but he didn't tell me exactly where. Das tatsächlich geklappt mit dem Überzeugen. Ich bin sprachlos. Ja, Heinrichs Versteck. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? When did you see him last? A few days ago, he came to me late in the evening, drunk. That was unusual? I never saw him drink much. He always came here sober. So he was acting strange that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept on prattling and wasn't interested in, well, you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Was hat er an dem Abend gesagt? Can you remember anything he said that evening? Hard to say. He went on about some Jacob who died. Then he was regretting he ever got into it, but he never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye, and then he was talking about the money. That was very odd. Geld? Ich mag What Geld. did he say about the money? Just that he had a pile of money hidden at home behind the house. Uh-huh. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me and we could get married and such. Just poppycock. Hast du das Geld gesehen? Did you go there for a look? No, I've no time for such things. Obviously, he made it up. Where would a layabout like that get money? Sure, I understand. Wo Did he denn? tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his dad's small holding in the western corner. All right, thanks. Da gehen wir doch mal nachschauen. Sonst würde keiner mit ihm den Beischlaf ausüben. Das ist aber schön formuliert. Is it true? What? Other whores wouldn't go with him even for money? The other bathhouse girls are honest, so I don't know. The truth is, I felt a bit sorry for him. Folk don't like him, and it's only because his old man is a grouch and a tanner. I heard they don't like him because he keeps company with villains. True enough, but they didn't like him before either. Or me. They're close-minded yokels. Both of us are sort of black sheep in the village. There's nothing more between you? No, nothing more. Maybe Hinnick thinks differently, but that's how it goes. Another thing about the money. What is it? Heinrichs I Versteck. need to know more about that hideout. I really don't know where it is. I only know when he came back, he usually came to see me. I see. Woher wusstest du? Okay. Oh, das ist gut. Do you Welche know what Richtung? route he took? At least the general direction, anything that could help me find his hideout. I think he usually went through the lumberjacks' camp, because he always brought me freshly chopped firewood, and he had wood chips on his boots. So at least I know where to start. Holzfällerlager, also okay. Wem hat er das Do you Fleisch know who he verkauft? sold it to? He never told me straight up. But who could he sell it to? The innkeeper? It makes sense, doesn't it? For sure. Woher wusstest du, dass How er in did den you know Wäldern war? he'd been to the woods? He always talked about what he caught. And the truth is, he didn't come to me at other times. I reckon because he didn't have money for it. Okay. Wo ist das Holzfällerlager? Ja, Where's the lumberjacks' camp? vom Burgtür vom Burgtür führt ein Weg gerader Weg dahin. Geh einfach nach Norden, dann siehst du auf der linken Seite. Okay. Okay, kriegen wir hin. Das Wirtshaus Where's the ist wo? tavern? Unter dem Hügel gegenüber der Burg, gleich über der Brücke. Okay, ich nehme an die Brücke, über die wir hier vorhin schon geritten sind. Okay. Mann, das war aufschlussreich. Was sagt das Questlog? Oh. In seinem Wilderer Versteck aus. Ja, okay.
das Geld. Ja, wir schauen erstmal nach dem Geld. Oder das Wirtshaus, je nachdem, was uns zuerst über den Weg läuft. Tja, da ist auch noch eine Brücke. Oh. Oh. Hier sind auf einmal ganz viele Sachen markiert. Das ist bestimmt das Holzfällerlager. Okay, wir gehen erstmal hier hin. Mal schauen, was das ist. Hopp, 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 hopp. Oh, das ist noch ein Stückchen. Ah, das ist mit Sicherheit das Gasthaus. Du bist mit Sicherheit der Gastwirt. Vorratslager. Ah, wir haben genug zu essen. Nicht wahr, Pferdchen? Welcome to my shop. Einkaufen. Erstmal schauen, was er zu verkaufen hat. Oh, ein Testbogen. Bleibt nur zu hoffen, dass es eine unglückliche Übersetzung ist. Gegenstandsinfo. Ja, okay. Ein Testbogen. Ich verstehe. Ja gut, aber so ein Bogen. Ich habe hier in der eine Schaufel. Oh komm, die nehmen wir auch noch mit. In den Warenkorb. Ein Helm. Wir haben noch gar keinen Helm, hm? Nehmen wir auch mit. Ey, wir kaufen alles. Den Bogen, auch wenn die Übersetzung unglücklich ist. Ich weiß, oben in dem Soldatenlager ist noch jemand, der mir Bogenschießen beibringen würde. Den habe ich gesehen, kennengelernt, als ich mich da oben nochmal überall umgeschaut habe, außerhalb der Aufnahmen. Und der wollte, dass ich einen Bogen habe. Also kaufen wir den direkt mal. Pfeile, nehmen wir alles mit. Jawohl. Warenkorb. Feilschen. So, 61. Wir gehen mal runter auf 50. Oh. Mehr, ja. Und gehen wir mal auf 53. Fast. ...55. Fein. Jetzt haben wir einen Helm, einen Bogen. Den Helm können wir doch mal direkt anlegen, oder? Beckenhaube. Die Beckenhaube ist ein beliebter mittelalterlicher Helm ohne Visier. Er kann zwar mit einem Visier ausgestattet werden, aber dieser Helm hat keine solche Befestigung. Dennoch schützt er gegen Angriffe, die von der Seite und von oben. Ja, alles klar, anlegen. Fein. Fein. Testbogen. Ja, egal. Gut. Manometer, jetzt sind wir richtig ausgerüstet hier. Gut. Aber eigentlich wollte ich noch was anderes von ihm. Wo ist er hin? Ach. Ach. Ist hier unten? Hier irgendwo reingegangen? Da oben vielleicht? Ja? Nein? Ach komm schon. Da. Ist er das? Ja.
Bleib stehen. Ich wollte Welcome dich to noch my was über shop. Stinker fragen. Stinker. I want to ask about the courier's son, Hinnock. Then ask someone else. I have nothing to do with Riki. He'd only drive my customers away. I heard a different story, though, that the two of you were doing business together. Who are you anyway? A friend of Hinnock's. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is, but if you find him, tell him he still owes me some goods. Ach komm, direkt I have einschüchtern hier. no time for this. I have to find Hinnock, and you are going to help me. Even if I did know, why the hell would I help you? This is a nice alehouse you have here. It would be a shame if anything happened to it. Are you threatening me? What do you think? So are you going to talk, or do I have to beat it out of you? Fine. Let's get to the point then. See now. Where there's a will, there's a way. I did some deals with Riki, but I swear to God I don't know where he is. Wie viel Wild hat sie dir gebracht? How much game did he bring you? Not much. A few pieces. There's no great demand here. Sometimes the gentry has something, otherwise it ends up in sausages. Hinnock's Versteck. I hear Hinnock has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? I don't know exactly, that is, I don't know where it is at all. But What I happen to know, it's a dark place, a cave or an old mine shaft. how do you know? Whenever Riki was going poaching, he always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted, so he had to have light for that. Minenschacht? Haben wir da And was? do you know the whereabouts of some mine shaft in the area? I don't know. But a few months ago, the quarrymaster, Sir Rupert, was complaining over his ale here that Lord Divish had saddled him with a hell of a job. He had to check out all the old mine shafts in the area to see what state they were in. I'll try asking him then. Thanks. You're welcome. Ja, wenn das so weitergeht, kriegen wir sein Versteck noch auf der Karte angezeigt. Ich meine, wir haben jetzt schon eine grobe Richtung. Holzfällerlager. Wo ist der Steinbruch? How do I get to the local quarry? Ich glaube, den haben wir doch schon mal auf Entfernung gesehen. Das ist cool, dann kommen wir sogar... Haben wir da sogar ein Ziel, einen richtigen Grund dahin zu gehen, nicht einfach nur um zu schauen. Sehr schön. Okay, was haben wir da? Pferd? Pferd? Da. Okay. Jetzt suchen wir mal die anderen beiden Gestalten noch auf. Mal schauen, was das für welche sind. Das ist bestimmt sein Vater. Und, hier das Haus, wo das Geld versteckt ist. Irgendwo im Garten. Was war das westliche Ecke im Garten? Ey, wie komme ich denn jetzt hier rüber? Oh Mann. Kann ich hier durch? Warum sagt er, ich hier durch kann? Oh, wow. Okay, Pferd, du ertrinkst jetzt aber nicht, oder? Okay. Okay, here we are. Ja, das sind beide Marker da an dieser Stelle, also es muss wirklich das Haus vom Gerber sein und der alte Herr selbst. Ich glaube, da ist er. Absetzen. Boah, kann ich hier drüber springen oder so? Komme ich da rein? Yep. Hey, cool, geht. Hey, warte mal, ist das hier die Stelle? Graben, ja.
Okay, was haben wir jetzt hier? Aufheben. Ja, die Schaufel die will ich aber auch behalten. Und öffnen. Ein weißer Gambison. Gegenstandsinfo. Leichter Schutz, bla bla. Okay, ein Gambison halt. Ja gut. Bisschen Essen, bisschen Geld. Ist okay. Für geschenkt nicht schlecht. So, du bleibst hier. Mit dir müssen wir auch noch reden. Ob es regnet oder nicht. Stinker. I'm looking for a fellow they call Riki. Have you ever heard tell of him? Why wouldn't I? That's what they call my son, Hinek. Aha. You wouldn't happen to know where he is? I don't know nothing. Don't you know at least where he usually goes? It's quite important. Hinek shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick, and Harry? Verstecktes Geld. Vielleicht hätte ich doch zuerst mit ihm sprechen sollen. What can you tell me about the money I found hidden behind your house? Money? Oh, What money? What on earth are you on about? 24 groschen. Groschen. Nicely stashed away for a rainy day. If I'd known tanning was so lucrative, I'd have switched trades. I don't know nothing about it. And I suppose you know nothing about the bloodied Gambison your son hid there too. Of course it would be a shame to throw away such a valuable thing. Behind my house, you say? So you know nothing about it? Looks like he pulled the wool over your eyes nicely. Still, I'm not surprised he never told you about it, considering how he came by that money. How did he come by it? Neuhof. Gut, Neuhof. Das wird irgendwas sein, was hier vor Beta-Stadt gewesen ist. Das ist I unwichtig. don't really have time to talk, but I'll put it this way. Hinek is doing deals with dangerous people. He got paid to do something, and in the end he fell out with them. So now he's in hiding. God have mercy, what a goose brain. He could have at least told me about the money, the little shit. Forget about that. Tell me where he is. All right. He was here a few days ago, but he left right away. He looked like he was in a hurry. And you don't know where he went. I've got an idea, but I don't know where it is exactly. I don't follow you. Hinek makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. All right. It's not much to go on, but it's better than nothing. Wilderer Versteck. Don't you have any clue where his hideout might be? I really don't know nothing about that. I could tell when he'd come from there is all. How's that? 'Cause every time he brought some hides for tanning and money. He had money because he sold the stuff right away? I suppose he never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? Well, I don't really know. But the innkeeper came here now and again and gave him money. Of course, it could have been for meat. All right. I'll ask at the inn then. Das haben wir doch schon. Ich muss mehr wissen. What Gibt's more überhaupt do you noch know? mehr? I don't know. I swear to God Almighty, I don't know. Hinek never told me nothing. Streng die an. Bloody hell, start using your head or I'll never find Hinek. How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything! Well, he came and went at various times. I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles and leaves and shit on him. So he probably went through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? Okay, das reicht mir erstmal. Dialog beenden. Okay. Jo, das war aber ein stylischer Sprung. Habt ihr den Schatten gesehen? Boah, ich will den Bogen testen. Kann ich den jetzt so an... Ah ja, da ist er ja. Okay. Mit der rechten Maustaste nehme ich den Pfeil wieder weg. Ah, der wackelt ganz schön, der Kerl. Kann ich den Pfeil auch wieder aufsammeln? Pfeil? Da.
Gut. Geht nichts verloren hier. Ja. Okay, hier oben muss das Holzfällerlager sein und hier der Steinbruch. Den Steinbruch werden wir uns als nächstes vornehmen. Da hinten ist er auch schon. Das allerdings erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf der Suche nach Stinker. Bis zum nächsten Mal. Euer Winzer.